Es ist die absolute Revolution, die hier steht auf dem Caravansalon. Wir sind in Halle 12. Ja, hier ist Helge Dröge. Grüß dich, Helge. Hallo. Ja, das ist Next SD, habe ich das richtig gesagt? Das ist der Next One. Also wir sind Next Automotive Innovation und das ist unser Fahrzeug, der Next One, das erste Opti-integrierte Wohnmobil der Welt. Nochmal, was für ein Ding? Das Opti-integrierte Wohnmobil. Es ist kein Kastenwagen und es ist auch kein teilintegriertes Wohnmobil, es ist Opti-integriert. Okay, wir werden da gleich nochmal näher drauf eingehen, denn ich sage mal die Terminologie, wenn du es gerade nochmal der Simone sagst, wie das heißt, Das ist das Opti-integrierte Wohnmobil. Und das heißt? Das heißt, es ist kein Kastenwagen und es ist auch kein teilintegriertes Wohnmobil, es ist nämlich Opti-integriert. Simone, komm mal links neben mich. Ja. Der Helge bleibt auch mal hier. Wir gucken uns das Ganze mal an. MAN TGE oder Volkswagen ist egal? Volkswagen Crafter, genau. Crafter, so ist es da. Habt ihr irgendwas verändert? Alles oder wie? Wir haben alles verändert. Also wir haben letztendlich nur das Spenderfahrzeug mit dem Chassis übernommen, das ist der Crafter Flachrahmen und haben unseren Aluminiumaufbau da drauf gesetzt. Also dieses Fahrzeug ist komplett aus Aluminium gefertigt, abgesehen vom Fahrerhaus. Oben drauf GFK oder was? Alles. Kein bisschen GFK, es besteht komplett aus Alu? Richtig. Du weißt, wie aufwendig das ist? Ja. Wir sind Automobilzulieferer und kennen uns dementsprechend gut mit dem Aufbau von Presswerkzeugen aus und der Teilefertigung und letztendlich auch dem Zusammenbau. Okay, Alu wird heiß. Wie geht ihr damit um? Alu wird heiß. Wenn da die Sonne drauf scheint, wird Alu sehr schnell heiß außen. Ja. Wir haben gutes Dämmmaterial untergebracht. Also wir arbeiten da mit Amaflex. Und, genau. Kein Problem für euch? Kein Problem. Genau, Aluminium? Aluminium ist wesentlich leichter und stabiler. Also letztendlich haben wir mit diesem Fahrzeug ein wesentlich besseres Crashverhalten, als wir das bei teilintegrierten Wohnmobilen haben. Ja. Und wir haben natürlich ein extremes Leichtgewicht hier geschaffen. Denn das Fahrzeug hat eine Zuladung von 700 Kilogramm. Bei 3,5? Bei 3,5. 700 Kilogramm. Ja. Wir schauen uns gleich mal innen dran an. Der Grundriss dürfte phänomenal sein, denn ihr habt einen richtigen Kasten draufgesetzt. Ja. Mehr geht wahrscheinlich nicht, oder? Genau, wir haben versucht, wirklich das Beste aus beiden Kategorien rauszuholen. Wir haben gerade Innenwände, deswegen ein ganz anderes Raumgefühl, als wir das bei Kastenwagen haben, die ja so konisch zusammenlaufen. Das haben wir hier nicht. Wir haben im Gegensatz zum Kastenwagen Außenstaufächer angebracht. Sieht man hier einmal und auf der anderen Seite genau dasselbe Fach. Zeig mal bitte, dass wir das mal sehen. Genau. Organisiert mal gerade. Wir gucken gleich mal rein. Es ist schon eine Besonderheit. Das heißt, du hast eigentlich Look vom Kastenwagen, ja. Ist aber gar kein Kastenwagen, sondern es ist ein teilintegriertes Wohnmobil auf Alu-Basis. Das muss ich aber nochmal aufklären. Werde ich gleich mal aufklären. Also es ist eine selbsttragende Karosse. Das heißt, ihr baut wahrscheinlich von außen nach innen, oder? Genau, wir bauen von außen nach innen. So, da vorne hast du richtig überall Alu. Alufraß, was habt ihr vorbereitet? Also da ist ja zum Beispiel Kontaktkorrosion und so, da muss man sich gut auskennen, oder? Wir sind ja Aluminium-Experten. Wir sind Experten im Leichtbau, also wir arbeiten mit Stahl und Aluminium. Das Fahrzeug ist komplett lackiert, Feinartabdichtung, also da haben wir keine Probleme. Okay, ist dafür gebaut. Preis? Wo geht's los? Kann man noch nicht sagen. Wir sind ja gerade dabei, das ist unser Prototyp. Wir suchen jetzt hier auf der Messe einen Partner für das Interieur. Da brauchen wir natürlich Experten, um dann letztendlich eine Serie davon zu bringen. Das wollen wir nächstes Jahr gerne auf dem Caravansalon wieder vorstellen und unser Ziel ist es da 1000 Fahrzeuge im Jahr von aufzubauen. Okay, das bedeutet, ihr könnt jetzt außen die Karosse bauen, ihr seid Automobilzulieferer. Genau. Was baut ihr denn normalerweise? Wir bauen normalerweise Einzelteile, also jetzt eigentlich, ob es eine Motorhaube ist oder ob es eine Heckklappe ist, Türen, genau, aus Alu, aus Stahl und aber auch den gesamten Zusammenbau. Also wir fertigen ganze Karossen als Rohbau bei uns in der Fertigung. Das heißt, das Ding steckt komplett in auf einer CAD-Planung, ist auf CNC-Maschinen gefertigt? Richtig, also das ganze Fahrzeug ist in CATIA V5 entwickelt, also komplett in CAD und auch das Interieur, was wir jetzt für den Prototypen entwickelt haben, ist auch in CATIA aufgebaut. Also das haben wir alles in Daten. So, Face-to-Face habt ihr reingemacht. Wir haben hier eine Sitzgruppe, die du wahrscheinlich ruckzuck umwandeln kannst. Hast du ein Hubbett drin? Genau, wir haben ein Hubbett drin. Also wir haben in Summe 4 Schlafplätze. Wir haben hier unten ein vollwertiges Bett und oben das Hubbett kann man runterfahren. Okay. Ist jetzt erstmal von uns ein Konzept, wie man es machen könnte, um auch zu zeigen, wie viel Platz wir letztendlich in dem Fahrzeug haben. Nochmal, du kannst unten schlafen, oben schlafen. Du kannst, du musst wahrscheinlich die beiden Seitenpolster runterklappen fürs Hubbett? Also der Tisch wird runtergefahren, die beiden Polster würden umgeklappt werden und genau. Dann können wir das mal sehen? Ganz wichtig. Ist tatsächlich jetzt ein bisschen schwierig auf die Kürze. Trotzdem, kurz? Genau. Gar nicht? Nein. Sicher? Wir können das Hubbett gerne gleich einmal runterfahren, ja, dann kann man das schon mal sehen. Genau, das wäre cool. Also das wäre eigentlich alles. Also ich sag mal, der Tisch, das kann ich aus dem Yachtbau, die sind elektronisch oder ich sag mal Anlagenbau. Genau. Da gibt es so Tische, wo du die runterfahren kannst, das funktioniert. Der Boden, ist da drunter jetzt ein Doppelboden oder bin ich direkt auf der Karosse? Genau, wir haben da, einen Meterwellboden aus Aluminium auch eingebracht, der uns dann nochmal Stabilität gibt. Simone, setz dich mal kurz rein, dass man mal sieht, Deckenhöhe 1,66 m, Hubbett offen Problem. Das heißt leicht gebückt bei großen Personen jetzt bei der Studie. Genau.
Okay, geht aber. Gut, ist gebaut für dich, Simone. Ja, so ist so. Farben und so weiter habt ihr mal so gemacht, wie ihr das so denkt. Ist schon schön geworden, Mal ne? was Neues. Wir haben oben ein bisschen dunkle Elemente untergebracht. Hinten da so ein paar Designelemente wie das Gelb. Ja, ein bisschen. Was ist da drin? Was sind das für Wir Fächer? haben hier noch 2 zusätzliche Staufächer. Mach ich mal gerade auf. 2 identische. Alles Alu, was ich sehe. Genau. Auch unten. Sehr schön. Dann habt ihr Zooschienen, entsprechende Airline-Schienen drin. Airline-Schienen untergebracht. Wir können den Tisch verschieben. Wir können den Tisch auch rausnehmen. Genau. So, super, würde ich schon mal gerne sehen. Simone, komm mal raus. Wir fahren es mal runter. Wir gehen am besten mal rein. Hier sogar auch ein Fahrrad, ein Motorrad noch unterbringen mit den Airline-Schienen. Okay. Ausbau kann man das gerne machen. Sensationell. Also erstmal Hut ab. Tolles Konzept. Gut, jetzt wollen die Leute den Preis wissen. Die fragen alle nach dem Preis, oder? Den kann ich leider noch nicht nennen. Nee, aber die fragen trotzdem alle, oder? Ja, Die hier stehen. die fragen alle. Ja. Die fragen alle. Viele wollen das Auto direkt mitnehmen. Jetzt direkt? Ja, Und, was sagt ihr? Geht nicht. geht nicht. So, stopp mal kurz warten. Ich kann noch erstmal kurz reinfilmen. Wa? Wenn du mal ein bisschen noch mal runterfährst, haben wir so nett. So, weil die Studie ist außen mit Filz und allem drum und dran. Ihr habt euch echt Gedanken gemacht, wie kann man den Raum perfekt nutzen. Länge vom Fahrzeug? 6,90 Meter. 6,90 Meter, das ist sensationell. So, die Schränke fahren mit hoch. Was ist der Haupteinsatzzweck für das Fahrzeug? Der Haupteinsatz? Ja, also Camping, Genau, es ist auf jeden Fall Städtetrips. wir haben es als Campingfahrzeug aufgebaut. Ja. Ist aber natürlich ein wunderbares Homeoffice, weil du kannst dich einfach hier reinsetzen, kannst jetzt hier arbeiten. Wenn ich mal kurz mal reinsetzt, sei mal so nett, dass man mal sieht, du bist groß. Wie groß bist du? Ich habe 1,86. 1,86, also ein großer Mann. Das hier habt ihr schon angeschrägt, damit es dann reinkommt. Das ist ja nur eine Studie, muss man sagen. So könnte man sich so einen Innenraum vorstellen. Aber Face-to-Face ist ja der Hammer. Ja. Das ist wirklich... Geht es noch einen Ticken höher, wenn du mal gerade drückst, Genau, Simone? Einfach mal hochdrückst. So. Und das geht wahrscheinlich auf die Ebene drauf. Und jetzt ist auch besser mit deinem Kopf, gell? Ja. Weil das ist so dass wir das haben. Hier können locker jetzt mal 6 Personen sitzen. Hier kannst du flezen, kannst du liegen, kannst du hier eine Lounge-Version machen, dann kannst du das Ganze zumachen. Sensationell. Sag mal, ihr seid ja echtes Highlight, oder? Hier auf der Messe. Ja, wir haben tatsächlich jetzt schon viel positives Feedback bekommen. Das freut uns natürlich sehr, dass alle so begeistert von unserem Konzept sind. Ja, sehr schön. Ja, Simone, stell dich mal kurz vor die Küche bitte, dass man mal sieht von der Größe her. Hier oben unter dem Hubbett ist natürlich ein bisschen dünner, aber da sitzt man ja auch nur. Und dann hast du hier richtig viel Stehhöhe. Das heißt, wir sind über 2 Meter hier. Genau, 2 Meter haben wir. 2 Meter Stehhöhe. Ist da drunter sind Tanks oder was habt ihr hier Genau, runter hier gemacht? drunter ist Technik und Tanks. Okay, das heißt Lithium und so weiter, was man alles kennt, Wechselrichter. Genau. Wir haben jetzt 2x200 Ampere hier untergebracht. Wir haben Solar auf dem Dach. Okay. Also ich würde mal schätzen, wie es hier steht, ja, auch wenn es in Serie geht, bist du vielleicht bei 150 oder so und mehr, wer weiß. Okay, Er lässt sich nichts entlocken, sehr schön. So. Hier vielleicht noch mal ein paar Highlights. Wir haben eine riesengroße Spüle untergebracht. Also Induktionsherd. Wir haben auch jetzt hier beim Konzept, auch wenn man mal in die Nasszelle geht, dann sieht man mal, wie groß die ist. Warte mal, ich gucke mal kurz hier rum. Vorsicht bitte. Mal kurz mal aufmachen. Simarin habe ich schon gesehen, die ganzen Steuerungselemente aus der Nautik verbaut hier drin. Eine Trillino-Trenntoilette reingemacht. Genau, wir haben hier mit der Firma Vansformers zusammengearbeitet. Die haben uns für diesen Prototypen das Interieur entwickelt und aufgebaut innerhalb von 3 Wochen. Also nochmal Von welcher Firma? Vansformers. Die sind aus? Ist ein Startup aus Melle. Aus Melle. Vansformers. Vansformers. V-A-N-S Formers. Genau. Okay, verstanden. So, warte mal ganz kurz. Da vorne ist noch... So, das heißt, da ist jetzt Multiplex mit dabei, da ist jetzt hier oben ein Lüfter mit drin. Kann man das Auto benutzen? Habt ihr das mal auf die Straße gefahren? Ja, also man kann das benutzen. Wir werden es jetzt direkt nach der Messe auch zulassen. Haben da auch schon Gespräche geführt, das ist kein Problem. Ist jetzt leider aus der Kürze der Zeit haben wir es nicht mehr geschafft. Also das Interieur ist genau am Mittwoch fertig geworden und am Donnerstag haben wir ihn hier auf die Messe gestellt. Taupunkte, das ist ja das Riesending, sind ja hier irgendwelche Wärmestellen, die du dann hast und dann wird es kalt draußen, dann fängt es an zu tropfen und so weiter. Ja, ist das alles in der CAD-Software drin? Also wir haben das Ammerflexer hier untergebracht und letztendlich ist hier haben wir bis zu minus 13 Grad können wir hier mit campen. Okay. 13. Minus 13. Okay, mach mal bitte auf hier oben. Das ist auch ein... die haben es echt gut gemacht. Warte mal kurz. Echt gut gemacht. Hier unten kommst du mal rein. Da vorne hast du eine Rolle mit drin. Dann sind hier nochmal Staufächer ohne Ende. Ja, auch mit Druckknopf. Genau, alles. Nicht Hier haben mit wir noch die Druckknopf. Wie Kühlschrank heißt das? untergebracht. Kühlschrank. Okay. Ja. Das heißt, du kommst da von außen ran. So, ich setze mich mal ganz kurz auf den Beifahrersitz. Dann kann man mal hier einen Schuss reinmachen. Das wäre die Sitzgruppe klassisch. Du hast ein ganz trockenes Feeling hier drin. Es halt nichts. Genau. Es ist sehr leise. Wenn du mal gerade die Tür zumachst, sei mal so nett. Ja.
Können wir gerade einfach nur mal hören. Ihr habt eine ganz normale Aufbautür. Breite von der Tür? Gute Frage, müssen wir gleich mal eben draußen drauf gucken. Aber ich denke mal so 60, 70 Zentimeter Breite. Auch das kann man ja anpassen, wie es da ist. Dadurch, dass ihr kein GFK habt, habt ihr auch keine Formen, die ihr laufend ändern müsst. Das heißt, ihr könnt es relativ schnell anpassen. Genau, also wir haben ja für alles Formwerkzeug. Das ist ja Aluminium, also dementsprechend haben wir für jedes Element hier in diesem Fahrzeug ein Formwerkzeug. Auch die Strukturteile sind teilweise Formwerkzeuge. Wir haben Laserkantteile drin, also da steckt schon viel Know-how drin. Ja, es ist echt gut gemacht, ja. Und dafür, dass das Ganze in 3 Wochen entstanden ist, wer sich auskennt, da haben die Jungs aber durchgearbeitet, oder? Ja, okay. Das ganze Wochenende. Du hast nicht mitgebaut, oder? Du bist aus dem Vertrieb jetzt? Genau, ich bin aus dem Vertrieb, beim Interieur habe ich nicht mitgewirkt, genau. Ja. Okay, wenn wir so aus dem Vertrieb kommen, was hast du gelernt? Ich bin Betriebswirt. Betriebswirt? Genau. Meistens so die Wirtschaftsingenieure oder Betriebswirte, die irgendwie da sind, ja. Ja, weil er kennt sich halt sehr gut aus, aber hat jetzt das Technische wahrscheinlich ist ja auch nicht sein Job, ja. Stell dir mal vor, er wird das jetzt nicht machen. Das heißt, du hast studiert, du bist jetzt wie alt, 33? Ich bin 28. 28, ja. Genau. Ich krieg Angst. Ich bin ein alter Sack, ja. Die werden uns alle überrollen. Ah nee, du bist auch erst 22, ja. Ich bin ein auslaufendes. Hier oben, hast du Platz? Genau, haben wir auch noch Stauraum. Okay, Decke, was habt ihr gemacht, ja, zur Dämmung? Hier ist auch Armaflex verbaut. Armaflex. Genau. Also rund um Armaflex, ja. Ey, Wahnsinn, jetzt müssen wir nur noch Allrad haben, ja. Haben Leute schon gefragt nach Allrad? Nach Allrad wurde viel gefragt, genau. Ja. Wir haben jetzt hier einen Frontantrieb, aber Allrad ist natürlich ein Baut natürlich das Fahrzeug nochmal auf, macht es noch schwerer, das ist ja... Auch bei 700 Kilo Zuladung haben wir natürlich auch noch ein bisschen Platz. Okay. Was ist denn in den 700 drin? Der Fahrer mit drin, das was man kennt? Genau, fahrbereiter Zustand. Nochmal 700 Kilo? 700 Kilo. Du musst das ja mal wirken lassen. Ja, wenn du dich ein bisschen auskennst und wenn jetzt demnächst der 425er kommt, ja, der kann ja kommen mit B, dann habt ihr nicht nur 700, habt ihr 1,4 Tonnen Zuladung. Ja, überleg mal, wenn das kommt. Ja. Also Zulassung mit Führerschein B mit 4,25 Tonnen. Krass. Komm, wir zeigen es mal von hinten im geschlossenen Zustand. Der Kollege war eben so nett und hat mal die Tür zugemacht. Ja. Das ist schon sensationell. Aber ihr habt ja keine Kosten und Mühen gescheut, habt einen fetten Stand hier gemacht, habt eine super Standoptik hier reingemacht. Haben die Leute Probleme, das Logo zu lesen manchmal? Nein. Weil ich war der Erste. Also was liest man? N-E-S-D lese ich, oder? Next. Next. Next, wo ist das T? Das ist ja letztendlich das Wortspiel aus dem SD, weil wir sind... Next! Genau. Jetzt habe ich es. Also bitte nachsehen. Es sieht von hinten ein bisschen aus wie so ein Pferdetransporter. Das war so das Erste, was ich gesehen habe, weil du hast ja noch das Heckfenster, aber da könnte man mit Dekor und so weiter noch gegenarbeiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt unsere Designstudie. Wir finden das Konzept sehr gelungen. Auch letztendlich das Feedback, das wir hier bekommen, ist sehr, sehr positiv. Also ja, ist ja nicht schlecht. Sieht nicht aus wie ein Camper. Weißt du, die Leute sagen, das könnte irgendwas sein, wenn du hinten das Fenster weglässt, noch ein bisschen Stealth machst, dann kannst du überall stehen. Dann bist du außen noch irgendwie Brötchenfirma draufkleben. Ja, ist doch witzig, oder? Ja. Es gibt ja viele, die wollen ja so ein bisschen anonym reisen. Das ist das Design von der Seite. Ja, der Geschäftsführer von Affinity aus Polen, der Jacek, hat gesagt, wenn ihr mal was richtig Geiles sehen wollt, ja, dann geht auf dem Stand von Next und Helge Dröge. Deine Aufgabe ist jetzt quasi Partner zu finden, die sagen, wir machen das mit euch zusammen. Könnte das, ich sag mal, Knaus sein? Könnte das irgendjemand sein? Da sind wir tatsächlich in alle Richtungen offen. Also wir haben mit vielen Herstellern jetzt Gespräche, wir haben mit Innenausbauern Gespräche. Also da müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Da werden wir uns nach der Messe die Karten legen, die Gespräche werden das jetzt zeigen und da warten wir mal drauf. So, Preis steht nicht dran. Was würdest du dafür bezahlen? Sofort? Würdest du ein Sparbuch abheben? 1,4 Millionen. Nee. Ja, gestern haben wir gezeigt 5,5 Millionen Euro. Ja, das ist irgendwie das teuerste Wohnmobil der Welt, ist heute schon auf Sendung. Wir werden sehen. Wir werden bestimmt noch viel hören von der Firma Next aus. Ihr seid? Georgsmarienhütte bei Osnabrück. Bei Osnabrück. Danke. Tschüss.